Was geht ab, meine Damen und Herren? Wir schauen uns heute die Skinwalker Ranch an. Was hat es damit auf sich und was ist überhaupt ein Skinwalker? Laut den Mythen soll ein Skinwalker ein Gestaltenwandler sein, eine Art Mischwesen aus Mensch, Werwolf, Alien, man weiß es nicht genau. Aber die Dinge, die auf der Skinwalker Ranch vor sich gehen, sind wirklich mysteriös und wir schauen es uns jetzt an. It is one of the strangest locations in the entire world. It is a roughly 500-acre ranch located in a remote part of Uintah County in northeastern Utah. In 1994, the Sherman family purchased the property with the intention of living a simple, private, quiet life. The ranch seemed perfect for this lifestyle. They couldn't have known how wrong they would be. The Shermans would live here for just under 2 years until they could no longer endure it. In that time, they would claim to have not one, nor even just a handful, but dozens, perhaps over 100 unexplainable experiences. When they finally went... Hast du die History Channel schon mal die Doku-Serie geguckt? Ja, von der Skinwalker Ranch. Ja, habe ich geguckt. Public with their story, the whole world turned their eyes to this remote area of the country. And the Sherman would be given the name by which it is better known today, Skinwalker Ranch. Ladies and gentlemen, hello and welcome to Fire of Learning. This is the campfire. Join us as we tell the full, actual of what happened at Skinwalker Ranch. Before we begin, I would like to thank Joachim, Marnie de Ryder, Verbach, Sherry Cartwright, Bleh, Emily Clark, Bill Allen, Rodney Ron, Ariel Jardiel, Stephen Turner, Donnie. I'm up to make the fencing, security cameras, blocked off roads, and no trespass around the property, making it explicitly clear that the area is off limits to the general Lauter machen, ja, klein. It was not like that whatsoever when Terry and Gwen Sherman purchased the property and moved in with their children in the autumn of 1994. What we will now discuss is the standard account of the events that would take place on this ranch in the 2 years the Shermans lived on it and the years after, in which the area was officially investigated, many of the details of which were originally brought to the public in the famous 2005 book, Hunt for the Skinwalker. Science Confronts the Unexplained at a Remote Ranch in Utah by Dr. Colum A. Kelleher and George Knapp. The Shermans purchased the ranch with the intention of raising their 2 children, a teenage son and a 10-year-old daughter, and cattle on it. Terry was an experienced cattle rancher, and the area seemed suitable for the needs of raising the quality cattle for which he was known. The prior... Okay, die waren eine Familie. Der Vater war ein Viehzüchter und es war Mutter, Vater, Tochter, glaube ich, soweit ich das richtig verstanden habe. Owners of the property, Kenneth and Edith Myers, had owned it since the 1930s. Because the property had been vacant for years before the Shermans acquired it, it was a neglected fixer-upper. But the Shermans felt up to this task. Ihr müsst euch vorstellen, die Skinwalker Ranch ist wirklich im Nirgendwo. Das macht es nämlich noch mysteriöser, dass genau dort Sachen passieren. Und die Ranch wurde gekauft von einem Mann, der nicht unbekannt ist, aber ich glaube, da kommt er gleich im Video zu, deswegen will ich euch da nichts zuvornehmen. As soon as the Shermans had begun moving in, however, they began to notice strange things about the property. Firstly, there had been an unexplained clause in the contract requiring them to contact the Myers family for permission to dig on the property. Secondly, when they arrived, it is said they found the home itself had been practically fortified, as if the Myers were expecting some kind of intrusion. The doors and windows had been bolted shut, with metal bars placed in the windows as well. Okay, das ist schon mal sehr merkwürdig. Warum haben die Türen und Fenster mit Ketten verbunden? On each side of the house, which were assumed to have once been used to hold guard dogs. However, the Shermans chalked these unusual features up to the old couple just being a little bit eccentric. Stark Logiko. The family moved in and began to settle down into their new lives. It was not long after that the first incident occurred. Okay, one der day, erste Vorfall. The Sherman couple, their 2 children, and Terry's father noticed a dog-like animal in the distance, approaching the ranch. From about 400 yards away, they could tell it was really quite large, probably a wolf. At about 50 yards away, it paused and stared the family down for a moment. Then slowly approached them. The wolf did not seem to hesitate whatsoever, which suggested to them that it was possibly tame, maybe even someone's pet. As it came closer, they were better able to make out its features. This was no ordinary wolf. The wolf, it was said, came up to the chests of the 2 6-foot-tall men present. It was intimidatingly muscular, with gray fur and piercing blue eyes. Though a strong feeling of unease came over Terry as it came right up to his family, the wolf still appeared completely tame. They even pet the beast.
Within a split Okay. second, however, the wolf turned and rapidly darted towards the corral that held Terry's calves. It attacked a curious calf who had stood too close to the gate. Terry and his father rushed to attack the beast and save their calf, but their blows failed to deter the creature in the slightest. Terry called to his son to bring him his gun, a Colt .357 Magnum pistol. Okay. This is where a tense and strange situation became a horror story. He shot the creature at point-blank range, but the bullet had little more effect on the wolf than did the blows of the two men. The beast did not simply withstand Aber haben die mit dem Wolf gekämpft, Bruder? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. it. It seemed unconcerned by it altogether. Terry shot the animal twice more. It released the calf and slowly walked away, then turned and faced the family. It stood there, staring them down, still showing no signs of having been harmed. Terry shot again, and it walked back about 30 more feet, but remained staring at the family. Terry called to his son to bring him his .30-06, a rifle which he used for elk hunting. Even with this greater firepower, however, when he shot at the creature, though it was claimed he heard the bullet hit the wolf from only about 40 feet away, it, again, had seemingly no effect. He fired again. This time, it is claimed, visibly removing flesh from the wolf. Still, it seemed indifferent. At this point, the Der Wolf hat einfach weiter die Familie angeguckt, während auf ihn geschossen wurde? Okay, das ist crazy. wolf turned and paced away from the area. To say those present were shocked is an understatement. Terry felt it best to pursue this threat, however, and try to finish it. He and his son followed the beast, but it was moving quickly. They saw it disappear into the trees before they could reach it. However, they were able to follow its tracks. They followed them for about a mile, until the tracks disappeared. Okay. This made no sense. The ground on which the tracks disappeared was soft as the ground on which there were tracks. They could find no explanation as to why the tracks would have abruptly stopped, but abruptly stopped they had. As the sun set and their search for signs of Das ist jetzt so ein Vorfall, ne? Es geht noch weiter. Das war 1930, glaube ich, ungefähr, Dameka. the wolf yielded nothing, Terry decided it would be best to return home. Lacking the ability to answer the many questions they had, Terry felt it best to try to forget the incident. In the following weeks, there would be more sightings of not just this wolf or one like it, but other odd canines as well. Though these incidents weren't quite as intense, they were generally just sightings. Eventually, the Shermans would stop seeing these mystery canines for a while. However, this did not mean normalcy returned to their lives. Unfortunately, this incident was only the first of a series of incidents that would confuse, disturb, and threaten the family during the 2 years they owned the property. Soon, the wolves would be replaced by a great many other forms of strangeness. The family began to notice things going missing on the ranch, and not just trivial or small things. For example, Terry would leave an area for a few minutes and come back to find heavy, large ranch equipment missing, such as a 70-pound post digger. Some of the objects, like the post digger, were eventually found. The trouble was, finding them sometimes only added to the mystery. For example, the post digger was allegedly found 20 feet up in a tree. Sometime later, there was another major incident. Their first encounter with a phenomenon that would haunt them much more consistently. Strange lights. Okay. And the crafts to which they were occasionally said to have belonged. Jetzt geht's los. One evening, as night fell, Terry, his son, and his nephew noticed lights on his land in the distance. A white headlight and red taillights. Probably an RV. Assuming they were trespassers, he was determined to drive them off. However, as the three began walking in the direction of the lights silently moved away from them. As they increased their pace and drew closer, the lights suddenly rose about 50 feet in the air. Okay. They could better see the outline of the vehicle now. It was an object shaped more like a refrigerator than an RV. The group froze, watching as the object flew off into the night sky, disappearing from sight. It was becoming clearer that the Shermans were not just the victims of random oddities that Eine Frage. Glaubt ihr auch, dass diese Familien sich das eventuell ausgedacht haben könnten, damit dieser Ort einfach, alles klar, damit dieser Ort einfach mysteriöser wird und die vielleicht das Haus teurer verkaufen könnten?
Eigentlich ist es nämlich ein sehr guter Plan, dass die Leute sagen, ey, weißt du was, unser Haus ist am Arsch der Welt. Lass uns mal ein paar Storys erfinden und diese UFO-Leute da kontaktieren und am Ende können wir das vielleicht teurer verkaufen. So, weißt du, wie ich meine? Happened across their paths by coincidence, but that there was, perhaps, something unusual about the ranch itself. Indeed, as time passed, they would come to learn that not only was the Uinta Basin regarded as an area in which unusual happenings weren't so unusual, but that the land on which they lived itself may have had a close connection to this strangeness. Some regarded part of it as cursed. Oftentimes, when a scary story is said to have precedence in Native American folklore, it, doesn't, actually. However, in this case, there does seem to be at least some truth to the claim that the people indigenous to the area, the Utes, have historically regarded the area of Skinwalker Ridge, part of which lies on the north of the ranch, as dangerous, supernatural, even cursed. Holding a kind of connection. Jetzt wird's spannend. Der Ort, wo die Skinwalker Ranch ist, wurde von diesen Ureinwohnern damals als, das Mikro fuckt mich so ab, als gefährlich eingestuft, als dass da übernatürliche Phänomene stattfinden. Das ist nämlich wieder ein interessanter Part. Connection to what are called skinwalkers. Skinwalkers are dark figures from the folklore of various southwestern Amerindian groups. The full extent of skinwalker folklore is not well understood outside of these groups. It is often considered a private and uncomfortable subject. However, from the information that these groups have shared, it is known that skinwalkers are sinister figures capable of wielding powerful black magic. They attain these powers through the completion of a number of dark rituals, including the murder. Ist nicht auch in der Indianergeschichte irgendwie so diese Rede von, dass Menschen sich in so Wölfe verwandeln können? Haben die Indianer nicht genau solche Sachen erzählt? Ist auch interessant. Of a family member and the consumption of their flesh. In some instances, the skinwalker, in its natural state, resembles a foul, thin husk of a person, with eyes that burn a coal red in the darkness. They are said to possess great strength, speed, and endurance. They are closely connected to dark spirits and can cause illness and curse others. They are capable of entering and corrupting the minds of others, driving them mad, causing them to do terrible things. The most famous of their powers, though, is the ability to shapeshift, often transforming into an animal such as a bear, bird, or wolf. The strange history of the Uinta Basin does not end there. In 1911, an article in The Sun Advocate was published discussing strange noises resembling thunder heard throughout the basin that were reportedly causing settlers unease. Some residents reported hearing them day and night in summer and winter for years. The noise was attributed to layers of rock moving on the Uinta Fault. For years, beginning in the 1950s, residents of Uinta County began reporting what would add up to thousands of UFO sightings, incidents of cattle mutilations. Okay. Es wurde dann immer mehr. 1950, wo waren es dann schon fast 1000 UFO-Sichtungen und es wurde halt immer mehr. And purported extraterrestrial encounters, alongside a wide variety of other abnormal phenomena, like Sasquatches and poltergeist activity. This was especially true in the 1970s, when the rate of UFO and ET incidents increased dramatically. Uinta County became one of the most significant hotspots of unexplained phenomena in the entire country, a position the area retains to this day. Frustrated as these occurrences, and others like them, continued, as the cold of winter set in, Terry would often patrol his land at night. He claimed he would often see strange lights moving around in the darkness, though generally they were only glimpses from a distance. One snowy, fiercely cold winter night, however, it is claimed he noticed a craft which was unlike any he had ever seen before. It was jet black, dead silent, and hovered about 30 feet off the ground. It began flashing a series of multicolored lights onto the ground below, almost like a disco ball, as if it were looking for something. Terry hid to avoid detection. When the object... Was würdet ihr machen, wenn ihr wirklich so auf dem Land leben würdet, ne? Guck mal, das ist auch nochmal mysteriös, dass diese Geschichte aus einer Zeit kam, wo sowas noch gar nicht publik war im Fernsehen und so weiter und so fort, 1950. Was würdet ihr machen, wenn ihr aus so einem Land kommt, wo tatsächlich so etwas passieren würde, also irgendwie so ein UFO über euch sein würde und ihr würdet das sehen? Das hier ist der Geekom A7. Guck, wie groß der ist, im Gegensatz zu meinem Kopf.
Ihr seht das, im Gegensatz zu meinem iPhone, wie groß der ist, ja? Der hier ist besser als der Apple Mac Mini. Das hier ist Windows. Hiermit könnt ihr Valorant zocken mit 300 FPS. Das Ding ist geil, weil man damit einfach cutten kann. Du kannst einfach in Urlaub PC mitnehmen. Digga, das ist schon mal das Krasseste. In den Urlaub fahren und PC mitnehmen. PC, richtigen PC. Den kannst du an den Fernseher anschließen. Und du brauchst theoretisch kein Netflix, Amazon, weil damit hast du das ganze Internet, wenn ihr versteht, was ich meine, auf einem PC und könnt euch Filme im Internet angucken, natürlich nur legal. Geekom, ja. Gehen wir jetzt hier auf mein Profil, weil ich bin ja Partner mit Geekom und dann klicken wir hier drauf, okay? 849 € für das kleine Gerät. Für das, was es kann, safe guter Preis, ja? In den Warenkorb. Gehen wir zur Kasse. 849 €, aber hier Couponcode XXMIGO, Coupon anwenden, 127,35 € gespart. Ihr zahlt nur noch 721 €. Ich sage euch for real, wenn ihr gerade das Geld über habt und sagt, ey, eigentlich geil, so ein PC für Fernseher, Wohnzimmer, für anderen Raum noch, hier Schlafzimmer, ihr könnt das Ding überall reinballern. Ich sag euch, das ist das geilste Ding für 721 €, was man sich holen kann. Und es ist wirklich, Real Talk, guck mal hier. Was willst du machen? Du siehst sowas zum ersten Mal. Wie willst du reagieren? Wie willst du darauf reacten so? Ich glaube, das ist schon crazy. Naja, ich würde, glaube ich, nichts machen, mir in die Hose scheißen. Was about 100 yards away. He quietly stretched, which caused some of his joints to pop. Seeming to have somehow heard the noise, the object turned its lights off, turned towards him, and then slowly flew away in the opposite direction. Several weeks later, Gwen essentially saw the same thing following her car one evening. She rushed home, and as she Okay, jetzt wird die davon auch noch verfolgt. Okay, crazy. pulled in, the object flew over her house and off into the distance. About an hour later, Gwen looked outside and saw a craft like that of the mistaken RV from before sitting on her property. Inside, she could see a 7-foot-tall figure wearing a black uniform and headgear. 7 foot tall. Was sind 7 Fuß groß in Meter? 2,13 Meter ungefähr. Okay, könnte also noch ein Mensch gewesen sein. Ein sehr großer Mensch, aber es könnte ein Mensch gewesen sein. Standing in what was described as a light-filled doorway. She got the impression the figure was staring at her, and so she closed the blinds. By the following morning, when she and her husband investigated, all that remained were unusually large footprints. Kennt ihr mal, wenn sowas passiert, am nächsten Morgen? Junge, wie bist du eingeschlafen in dieser Nacht am nächsten Morgen? Was laberst du? Am nächsten Morgen ist dann, Bruder, wie bist du eingeschlafen? One of the most common things the Shermans would see were described as large, glowing, orange objects. They each witnessed them, with Terry perhaps witnessing it dozens of times overall. He would watch them for hours at a time, sometimes with a night vision scope on his rifle. It was said they always appeared in the same place, over an area of cottonwood trees about a mile away, where one would hover silently. However, it would appear in different shapes, sometimes flat and elongated, other times as round as the moon. The angle from which the Shermans viewed it seemed to influence how its shape appeared, with the area around his homestead being the only area in which it was perfectly visible. It was claimed that motorists on a nearby roadway would have seen a faint, normal-looking orange cloud. One night, Terry allegedly noticed something that added to the strangeness. He noticed in the middle of the orange mass a blue spot. He realized it was the sky. Blue sky, shining in the middle of the object, when the sun had long set. Okay, er hat bei Nacht diesen orangenen Nebel angeguckt und da hat er einen blauen Punkt gefunden und hat gemerkt, dass das der Himmel ist. Aber wie ein helliger Tag. Aber es war Nacht, die Sonne war schon längst unter. Okay, das ist crazy. When he began to see fast-moving, triangular objects exiting the orange object as well, he suspected it was some kind of portal. At first, despite how disturbing and confusing these incidents were, no clear harm actually came to the Sherman family themselves. Bro, stell dir mal vor, Nächte sind gar nicht echt. Das ist einfach nur so ein Filter, der irgendwie so an den Himmel projiziert wird. Apart from the stress, fear, and confusion these incidents caused. This was even true of their animals, with the possible exception of the wolf incident. But whether the wolf had any relation to these other anomalies
Who could say? However, either way, according to the story, the phenomena, or whatever controlled them, would begin to take a dangerous interest in Terry's cattle. One day, following a fierce blizzard, Terry noticed one of his cows was missing. He went to search for it, eventually finding its tracks, following them until they abruptly stopped in the middle of an open area. Like the wolf, in this case, it was as if the cow had vanished. There were no predator tracks alongside them, and no explanation as to why the tracks would have stopped. His cow was never discovered. She was the first of 5 to disappear throughout that winter alone. The coming of spring in 1995 did not relieve them of their stresses, with much of the strangeness continuing to center on the cows. In April, they began to find their cows deceased in horrifying states. They would have much of their rears and bodies removed, as if surgically, as the missing parts. Okay, jetzt geht's los. Die haben die Kühe wiedergefunden. Seltsamerweise. In sehr schrecklichen Zuständen. Jetzt hört zu. They began to find their cows deceased in horrifying states. They would have much of their rears and bodies removed, as if surgically, as the missing parts seemed to have been removed with precision, and there was a distinct lack of blood. More cattle mutilations occurred in the following months. Die Kühe wurden gefunden mit präzisen Einschnitten und entfernten Organen und das Blut war komplett weg von der Kuh. Die Kuh hatte keinen Tropfen Blut mehr im Körper. Terry began to notice many shared features surrounding them. Yellow lights would appear on his property, oftentimes in poor weather, and the following day he would find a cow, mutilated with, again, what seemed like surgical precision. It was also noted that the cow carcasses seemed to decay more slowly than they should have. On one occasion, Terry noticed a strange liquid brown chemical next to a cow carcass. He touched it, describing it as gel-like and cold. It evaporated, however, before he could find something with which to collect it. Each cow was worth thousands of dollars. This was becoming a serious threat to Terry's livelihood. Strange things were happening several times a month, but Skinwalker Ranch is famous not merely for the frequency of such events, but the variety as well. Strange sounds would be heard that seemed to come from underground. Holes, about a foot deep and several feet in diameter, would appear in areas where flying lights were seen the night before, meaning hundreds of pounds of soil apparently vanished from his property overnight. Mysterious circular impressions were made in the grass. Terry would hear voices speaking in an unfamiliar language from above him. Another major oddity observed on the ranch were what were described as flying glowing orbs. Multiple colors were noted: blue, yellow, orange, red. It was said that they quote-unquote usually signaled trouble, and that they seemed to observe him and investigate his activities. They were generally seen at a distance, however, a few close encounters. Ey, wer würde ausziehen? Wer würde am nächsten Morgen seine Sachen packen und da wegziehen, Digga? Were described. On one occasion in April of 1996, Terry's dogs attacked one of these blue orbs. When the dogs got close to the orb, it descended somewhat, and flew around the dogs, just out of reach of their bites, as if it were taunting them. The orb then moved behind the tree line, and the dogs followed. Okay, die Hunde haben irgendwas entdeckt und sind ihm gefolgt, okay? Once the dogs and orbs were out of sight, Terry heard the dogs give out disturbing yelps, and then silence. The following morning, when he investigated the area, he found 3 large brown circles of burned grass and the remains of the dogs, which were described as a greasy mess in the center of each of them. During another encounter, Terry and his wife were able to observe the blue orbs much more closely. They were described as perfectly round, about 3 times the size of a baseball, with a clear, shell-like exterior, which was said to be not unlike glass. Inside, they observed what was described as a swirling, incandescent, intensely blue liquid substance that seemed on the verge of boiling. The object also made a faint crackling sound, like the sound of electricity. It was also noted to have interfered with the electricity in the house. Perhaps most interestingly, the objects seemed to produce a feeling of intense anxiety in them that seemed unnatural, even in the circumstances, as if it were an artificial emotion. Das ist crazy, Digga.
It was following the loss of Terry's cherished dogs that, after well over a year of terror and strangeness, the Shermans came to agreement that it was time to leave. It was around this time that Sherman finally went public. Migo, würdest du dich mit Alien treffen, wenn er sagt, wir sind eigentlich Dämonen, Bro? Würdest du dich mit Aliens treffen, wenn er sagt, wir sind eigentlich Dämonen? Nee. Also ich würde mich mit Aliens treffen, wenn sie mich kontaktieren würden und sagen würden, guck mal, wir sind nicht böse. Wir können es dir auch beweisen, dass wir nicht böse sind. Wir forschen halt einfach nur an den Menschen, weil wir das und das verstehen wollen. Ich würde mich dann, glaube ich, mit einem sogar treffen und unterhalten über diese Sachen, weil ich glaube nicht, dass Aliens oder außerirdische Wesen böse sind. Und ja, ist schwierig. Keine Ahnung, Bruder. Natürlich, die Emotion würde nochmal was anderes sagen, ne? Man hat ja immer Angst und so, aber so vom ersten Gedanken her, nee, glaube ich. With what was happening. He spoke to Zach Van Eyck of the Deseret News, the second largest paper in Utah at the time. His story was printed on June 29th, 1996. The information he gave the newspaper was limited, but it was enough information for the story to spread across the country. Though Terry was reluctant to potentially lose his privacy, he ultimately felt that drawing attention to his situation would deter whoever was responsible, or at least lead to answers. It would not stop the incidents. In fact, all it did at first was attract attention to the property, including that of a number of unwanted visitors hoping to investigate. He turned away most, with a few exceptions. A few of these visitors reportedly actually triggered a number of strange events on their own, namely those who were described as eccentric. It wasn't long before word of the property caught the eyes of those in high places. Within a few weeks of the first publication, the property would be purchased by an individual named Robert. Ich hatte nur einmal was Krasses im Dunkeln. Auf einmal war es taghell. Dann bin ich einfach nur schnell nach Hause gerannt. Okay, das ist crazy. Robert Bigelow, who took possession of it on September 5th of that year. Robert Bigelow. The Shermans, unhappy but desperate to leave, sold the property for less than they had paid for it. Robert Bigelow was, and is, a billionaire real estate tycoon, whose side interests included the supernatural. Das ist krass, mit dem würde ich mich gerne mal connecten. Wie heißt der? Robert Bigelow, ne? Der glaubt an extraterrestrial Shit. Robert Bigelow und ist gleichzeitig Milliardär, Digga. Den müsste man mal irgendwie kontaktieren, Digga. Hat der Instagram? Robert Bigelow, Area 51. Robert Bigelow. Ja, wenn das sein Real Profil ist, schauen. He had such an interest in the subject that he had founded an organization called the National Institute for Discovery Science, NIDS, or NIDSci for short, the year prior, an organization dedicated to scientific research of paranormal topics. Skinwalker Ranch was precisely what they were looking for. The team that formed included a number of professionals and skeptics, including individuals with backgrounds in physics, astronomy, psychology, veterinary science, etc. Also associated with the project were noteworthy figures such as Edgar Mitchell, an astronaut who had walked on the moon, the parapsychologist Hal Puthoff, and the ufologist Jacques Vallée. Chosen to head the research team assembled for the ranch was Dr. Colum A. Kelleher, an Irish scientist with a PhD in biochemistry. Okay, jetzt kommen da interessante Typen dazu. Also dieser Robert T. Bigelow, der ist auf jeden Fall interessant, sage ich euch, wie es ist. Den müssen wir uns mal genauer angucken. As you will recall, Kelleher would later be the author of the famous book. Der hat sich jetzt mit so ein paar, dieser Robert Bigelow hat sich mit so ein paar Leuten connected, ja? Hunt for the Skinwalker, which he co-wrote with George Knapp, a journalist known for his investigation of UFO topics, namely, the story of Bob Lazar's involvement in Area 51. The Shermans moved to a ranch located about 20 miles away. However, Terry was unable to abandon his desire to figure out what had caused him and his family so much hardship and driven them away. With his family safe, he volunteered to work as the ranch manager. NIDS agreed. The research team arrived in September of 1996 to begin their investigation. They would not be permanently stationed on the ranch, but spent a great deal of time there. On their very first day, the team encountered carcasses of mutilated cows, the 3 large circles of dried grass, where Terry had lost his dogs. Für die war das auch so viel Geld, Bruder. Eine Kuh kostet mehrere tausend $1000 für die. Und die sind teilweise einfach random gestorben. Which was surrounded by tall, healthy green grass, and a number of holes in the ground that were attributed to flying lights. Soon after, the team witnessed something for themselves. One night, a bright light was seen hovering over the tree line. It was observed by 4 people,
including Kelleher and Sherman. They said it hovered for about 10 minutes, moved downward out of sight, then came back up. Photographs were taken, but it was claimed that they failed to display the true brightness of the light. None of the four present were able to recognize it as anything familiar. In the following months, they would observe a number of other oddities here and there that suggested that Sherman really was telling the truth. However, it was in March of 1997 that the period in which the strangest events that the team would witness started happening. On March 10th, a calf was discovered dismembered, with its organs, blood, and much of its body removed. The calf had been seen alive when it was tagged just 45 minutes prior. The injuries were seemingly made with professional instrumentation. On March 12th at 11 p.m., when dogs owned by the team were heard howling and barking, Terry, Kelleher, and another researcher gathered in Terry's truck to investigate. Eventually, as they drove around the property, they were startled as they came upon what appeared to be a huge animal, estimated by Terry to weigh about 400 pounds, in a tree, with yellow eyes that reflected the car lights. Terry got out and shot at it. The eyes disappeared. They believed they had hit the creature, and that it had fallen to the ground. But when he investigated, Terry could not find the creature. Terry then saw it, or a separate creature, again nearby, and shot at it, at what he said was point blank. Digga, das ist auch so, diese Skinwalker Ranch, das ist so ein Mysterium an sich, das geht noch viel weiter und das wird noch viel krasser. Also man hat am Ende noch Alchemie in der Nähe gefunden. Der Sand, der da in der Nähe war, den konnte man einfach anbrennen unter einem Brenner und hat daraus Silber machen können. Und ja, keiner kann sich erklären, wie da Silber rausgewonnen werden konnte aus dem Sand. Und überlegt euch mal, wenn der ganze Sand um die Skinwalker Ranch in Silber verwandelt werden kann, wie viel Millionen Dollar das Ganze wert ist, was da drumherum ist, ne? Blank range. However, again, he could find no carcass. The group would investigate, spending around 2 hours looking for signs of the creature, or creatures, but little was discovered. However, they did find 2 oval-shaped tracks in the snow, about 20 feet apart from each other. From it was determined that at least one of the animals appeared to have had 2 claws 6 inches in diameter, that of a huge bird of prey. The tracks were never identified. The next major incident, easily one of the strangest, occurred in April. Terry and Gwen were driving by an enclosure containing 4 of the most prized bulls, which were still held on the property. Gwen remarked that it would be terrible if something were to happen to them. 45 minutes later, they returned to the area to find that the bulls had vanished. Terry began searching the property. He managed to find them, though the circumstances in which he found them only added to his questions. The bulls were discovered huddled together in a small trailer, seemingly in some kind of hypnotic state. It seemed unlikely that 4 fully grown bulls would have, or even could have, entered the trailer and arranged themselves like this on their own. When Terry called out to his wife and banged on the metal door, the bull's trance was broken, and they began to panic, destroying the interior of the trailer. They knocked down a metal door and escaped. The NIDS team was not present when this occurred, but arrived not long after, finding evidence that they said suggested that the bulls had, in fact, been in the enclosure, with no clear explanation as to how exactly they had entered it. While investigating, the team noticed the metal bars that the enclosure in which the cows had been held were magnetized, especially the bars closest to the trailer. They took photographs and footage of the scene. The magnetization gradually diminished, being barely detectable after 48 hours. Though oddities continued to be observed and experienced throughout the months, the next major incident occurred in early June. One night, a bluish-white orb the size of a basketball was sighted about 75 yards away from Kelleher and one of his Canadian partners, bobbing slightly no more than 15 feet off the ground. Then, it abruptly disappeared. The researchers searched the area with a powerfully bright beam and night vision binoculars. Eventually, the Canadian researcher noticed something with the binoculars. He said a quote-unquote huge black thing in the tree was ahead of them, moving north. Kelleher tried to get a photograph of it, but he could neither see it nor photograph it. Then, the Canadian researcher suddenly yelled out, quote, "It's got me. It's saying, we are watching you," end quote. Kelleher still... Nochmal neu, was war jetzt? The Canadian researcher suddenly yelled out, quote, "It's got me. It's saying, we are watching you," end quote.
Kelleher still could not see it. The unnamed Canadian researcher claimed it was large and blotted out all the stars in the binoculars. When he snapped out of it, he explained that it had taken control of his mind and had given him that message. Okay, diese Skinwalker können wohl das Gedächtnis von den Forschern, die da am Arbeiten waren, manipulieren und durchsprechen quasi. Okay, eigentlich das gleiche, was Dämonen können, ne? Oder Djinns. The final major incident that NIDS would witness occurred on August 26th of 1997, around 2:30 a.m. On this night, two researchers, Jim and Mike, noticed a yellow light appear about 100 feet below a bluff overlooking the property from which the researchers were observing. It was an area on which one of them had been meditating. Because there was a claim from past stories involving visitors to the property that meditation could trigger an event, they photographed it. As Mike watched the light with a pair of infrared binoculars, he realized that it appeared to be the light of a tunnel that was opening just above the ground. Okay. Then, he saw a faceless, black, humanoid creature, estimated to be about 6 feet tall and 400 pounds, emerge from it and move off into the darkness. 1,80 Meter groß, okay, und 400 Pfund. Wie viel sind 400 Pfund in Kilo? Oder wie fett müssen die dann gewesen sein? 181 Kilogramm. Tschüss, 181 Kilo bei 1,80 Meter Größe. 1 Kilo pro Zentimeter, Digga, das ist schon viel. However, Jim, who did not have binoculars, did not claim to be able to see this figure, nor did he identify the light as a tunnel. Rather, he only saw it as a much duller yellow light. Nee, kenn ich The nicht. yellow Was war light das? then slowly Was ist denn da passiert? disappeared. The two researchers descended to investigate. They smelled a sulfurous odor. Their Nard Alert machine picked up alpha, beta. Gibt es Quellen zu den Stories oder nichts angegeben? Ja, doch, es gibt tatsächlich, ja, was heißt Quellen, Bruder? Das Ding ist, ne, nenn mir eine Sache, zu der du eine Quelle hast, bitte. Nenn mir irgendein Erlebnis aus deinem Leben, jetzt nicht, was du erlebt hast, sondern was du gehört hast, wo du eine Quelle hast. Das ist immer schwer zu sagen, gibt es da eine Quelle? Ja, nein, so, du brauchst einen Videobeweis, damit du sagst, ah, das ist eine Quelle. Aber vom Erzählen her glaubt man doch heutzutage sowieso keine mehr irgendwas. Aber die Story ist halt von mehreren Menschen verifiziert, ne? Beziehungsweise, ja, immer so ein Ding. Beta, gamma, and X-ray radiation that quickly faded. They found nothing else that night or the following day. The photographs they obtained were of poor quality. Another incident of interest is the one involving the cameras. In July of 1997, the team had set up cameras in an area of unusually high reported activity. About a year later, 3 would be mysteriously damaged all at once at 8:30 p.m. When investigated, the wires were found ripped out. However, neither these cameras nor the other cameras which faced these cameras picked up what damaged them, nor anything of much note throughout the entirety of their use, for that matter. The team would also do a great amount of investigation throughout the rest of the Uinta Basin, and even abroad. When interviewed, a number of individuals shared experiences that suggested that the Shermans were not alone. They too spoke of strange cattle mutilations, balls of light, and mysterious unidentifiable craft. Some of these individuals were Sherman's neighbors. In fact, regarding the cattle mutilation specifically. Das ist auch so eine Sache, die ich mich gefragt habe. Haben die keine Nachbarn, Digga, die das ebenfalls gesehen haben oder gehört haben oder was auch immer? Terry even said of his neighbors that, quote, "If I'm crazy, then we both have the same problem," end quote. It is necessary to mention as well, however, 4 of the Sherman's neighbors themselves told the NIDS team they did not believe Sherman's stories. The NIDS investigation lasted for 6 years, from 1996 to 2002. The period of March to August of 1997 represented the period of the strangest and most frequent activity that NIDS reported. After the portal incident involving Jim and Mike, however, fewer and fewer oddities were noted on the ranch. They would continue to research the area for years, but after 1999 especially, there was very little of note happening. In 2002, the investigation ended. In 2004, NIDS disbanded. Bigelow explained on his website that there had been no need for investigative work for well over 2.5 years at that point, but stated that he would reactivate NIDS. Bruder, der Typ aber auch verrückt, ne? Der ist ein Milliardär und gleichzeitig so ein Alien-Forscher, Verschwörungstheoretiker. Bruder, was kann man mit seinem Geld alles machen, Digga? Überleg mal. Eigentlich müsste ich dem sagen, pass auf, ich gehe an jeden Ort dieser Welt, du musst mir nur die Reise bezahlen. Mit Erste-Klasse-Ticket und so. With new personnel if an opportunity arose. Interestingly, and very importantly,
Many of the results of this investigation are kept confidential by Bigelow Weiß ich nicht, Geschäftsmann, irgendwas. to this day. In 2005, Hunt for the Skinwalker was published, leading to the next phase in the ranch's history. The book caught the attention of figures within the United States government, specifically a scientist working Lass mal ganz kurz gucken, das interessiert mich gerade auch. Robert Thomas Bigelow ist ein US-amerikanischer Milliardär. Er besitzt eine Hotelkette, Budget Suits of America, und Gründer der Bigelow Aerospace in Las Vegas, Nevada, einer Firma, die an der Entwicklung einer privaten, kommerziellen, aufblasbaren Raumstation arbeitete. Bigelow hat eine persönliche Interesse an der Erforschung von Ufologie. Leben. Robert Bigelow verbrachte seine Schulzeit in Las Vegas und besuchte die dortige Highland Elementary School 1962, Bigelow auf Wunsch seines Vaters ein Studium der Bank- und Immobilienwirtschaft an der University of Nevada. Warte mal ganz kurz. Nevada. Der Vater starb jedoch kurze Zeit im Flugzeugabsturz. Der Vater starb jedoch kurze Zeit später bei einem Flugzeugabsturz. Bigelow machte seinen Abschluss 67 an der Arizona State University, um die Entwicklung privater Raketentechnologie zu fördern. Initiierte Bigelow mit einer 50 Millionen US-Dollar dotierten American Space Prize. Warte mal, Einzelnachweise. Robert Bigelow, der muss doch eine Internetseite haben oder so, Digga. Robert Bigelow. Was ist das für eine Page, Digga? Oh, der ist aber auch irgendwie größenwahnsinnig, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er nicht die hellste Kerze ist, so. 76 Jahre ist der jetzt. Filmografie, Robert Bigelow. Robert Bigelow hat der Ex sogar. Folgen. NASA. This is Connery. Achso, er hat seit 2017 nichts mehr gepostet, Digga. Okay, crazy. Who We Are, Genesis Program, Beam, First Base. Digga, mein Mikro spinnt heute extrem wieder, ja. For Media Inquiries, please call her. Oh, hier müsste man eigentlich anrufen. Contact. Digga, mein Mikro hat echt Probleme, aber egal. Okay, gucken weiter. working for the Defense Intelligence Agency, Dr. James A. Lakatsky. Lakatsky contacted Bigelow about visiting the ranch. While there, Lakatsky witnessed what he claimed to be a strange, yellow, spectral object. Guck mal, das ist auch crazy, dass jeder dieses Ding sieht. Jeder sieht dieses seltsame gelbe Objekt am Himmel. Which Bigelow did not see. Lakatsky became convinced of the veracity of the story. Bigelow then contacted a friend of his, the late Nevada Senator Harry Reid, to tell him about a member of the DIA's interest in the ranch. Reid's interest was also piqued. Before long, NIDS was replaced by the much more secretive, government-funded Advanced Aerospace Weapons Systems Applications Program, or OSAP, which contracted the newly formed Bigelow Aerospace Advanced Space Studies, or BASS, to investigate a great number of UFO and other paranormal cases, including, and especially, that of Skinwalker Ranch. The BASS OSAP investigation was funded by the Defense Intelligence Agency, receiving $22 million and a staff of around 50 people. It lasted from 2008 to 2010. A period which was marked by a great number of other strange events and occurrences. The details of this investigation were largely kept secret for many years, but while a large portion still is, some information has come out in recent years. Although there is a huge amount of misinformation about OSAP because, essentially, there seems to have been attempts to conceal what the program was doing, and there were other, later initiatives, such as Luis Elizondo's ATIP work, the distinctions between which were not. In the 2021 book Skinwalkers at the Pentagon, Lakatsky, Kelleher, and Knapp outline this era. Like the preceding era, a great number of strange events are said to have taken place in this period, including what has been termed the hitchhiker effect. This refers to the effect the ranch seems to have on those who visit it after they leave. According to the authors, a large number of individuals who visited the ranch during the OSAP era experienced or witnessed things similar to what was often reported on the ranch in other places after having left the ranch, like orbs, objects being misplaced in absurd ways, and wolf-like creatures. What's more, these sightings were said to have spread to these individuals' family members and peers who had not been on the ranch, in a way that Kelleher compared to a virus. Robert Fleischer, wirklich? Hat er gemacht? Gucken mal kurz. Ja, das, was wir halt gerade gucken, ist halt, Nicht einmal. ist halt das Video dazu, ne? Das ist halt alles über die Skinwalker Ranch. However, at the end of this investigation, likewise, though much remains unknown, it appears no substantial evidence was produced of anything unknown to science. The Sherman family moved away.
they have since often refused to publicly discuss what happened on the ranch. In 2016, Bigelow sold the property to Adamantium Real Estate, headed by Brandon Fugel, on the condition that research continue on the ranch. Sightings of the unexplained continued into this period and indeed continue to this very day. In 2020, an ongoing television show was launched focusing on the investigation of the ranch under Fugel called The Secret of Skinwalker Ranch, which aired on the History Channel. Like the NIDS team, Fugel and his team of researchers have been unable to obtain conclusive proof of any phenomena unknown to science existing on the property. However, Fugel is confident that there is something happening here that more than justifies continued investigation. However, behind the scenes of this, sensational TV show, there does seem to be genuine investigation occurring, with Fugel and his team having respectable intentions overall, which I do respect. So, what can we make of all of this? Well, firstly, contrary to many claims one might encounter, it is blatantly not true that the incident stopped when the professionals showed up, like you would expect of standard nonsense. Rather, the professionals now have a number of their own stories to tell. However, it is true that the team failed to gather much that could be useful to science. At the end of all this investigation, those involved have produced a few low-quality photographs and videos, strange readings on their instruments, and things like a few plaster casts of round impressions in the soil. Moreover, much of this limited evidence has not been released to the public for inspection. Beyond this, they have added to the number of witnesses of these oddities. Likewise, Terry Sherman had only been able to produce some poor-quality images and photographs as well. Das ist auch so ein Phänomen, warum die Leute immer Fotos und Videos in schlechter Qualität vorweisen können. Ne? In der heutigen Zeit sollte das ja eigentlich anders laufen, dürfte man denken, aber es ist leider nicht so. Immer noch die gleiche schlechte Qualität. In this, their efforts to study and measure the phenomena empirically were constantly foiled. There is no hard evidence, as far as we know. Again, there is still quite a bit, evidently, under lock and key. Those involved in the NIDS investigation have often been criticized for ignoring the lack of hard evidence. I don't think they do. Kelleher and Knapp did comment on this in Hunt for the Skinwalker, and were fairly open about the frustration of trying to find hard evidence and seemed to understand the issue of not having it very well. However, there are other very major issues with the book. For example, many of the stories we have so far discussed, as I mentioned in the beginning, were brought to the public by Kelleher and Knapp through the book Hunt for the Skinwalker, but are said to have originated with Terry Sherman and his family. The problem is that, for starters, they did not actually interview the Shermans during the writing of the book. In fact, the Shermans were not even aware a book was being written about them until it was published. The authors, to my knowledge, have never commented on or explained this. I personally strongly suspect this was simply a genuine mistake. Likely, they thought they had everything they needed and didn't want to bug Terry Sherman, whom they assumed, probably correctly, would not be interested in collaborating on something like a book that would give him all this publicity that he did not want. Whatever their reason, though, the major problem is that, in the words of Terry Sherman himself, the stories in the book, some of which we have just looked at, aren't entirely accurate. He said they only resembled a true accounting of his experiences. This was brought to light in Chapter 8 of the book, The Utah UFO Display, by the late Frank B. Salisbury, the 2010 edition, mind you, not this one from 20 years before the incident. Salisbury did sit down with Sherman to interview him, and worked with Junior Hicks, a local UFO expert, and James Carrion to shed further light on this case. This word, resemble, what exactly does that mean? It's hard to say. The Shermans don't seem to have released an extensive correction, and they are the only people who could shed some light on the specific irregularities in the book for the most part. However, they seem uninterested in doing further interviews. Mr. Sherman did mention some things, such as that the version of the wolf story in the book was based on hearsay, but was apparently reluctant to explain further. That is actually a very serious issue. There's really no evidence, but there is witness testimony. But the testimony of the main witness was delivered by others, and contains, in the witness's own words, inaccuracies. But the witness has not fully clarified his own account of what happened. Even if this were an honest mistake, and I think it was
it's a serious blow to the credibility of the whole book. It begs the question of how much else is wrong. For example, are the descriptions of what the rest of the NIDS team experienced factual accounts? Frank B. Salisbury also interviewed someone else of great interest, Garth Myers, brother of Kenneth Myers. Kenneth and his wife Edith Myers were, if you recall, the individuals who had owned Skinwalker Ranch for 60 years prior to the Shermans. The things the Shermans witnessed and experienced had been Es gibt halt auch viele, die sagen so, dass das alles erfunden ist, ne? Und dass das alles halt nur so Gelaber ist, um diesen Ort besonders zu machen, ne? been reported across the country, including and especially in the Uinta Basin, for decades before Skinwalker Ranch was ever famous. But, if the anomalies have been active for that long on the ranch itself, as is often believed, as the ranch is in fact suspected to be some kind of epicenter of the area's strangeness that has lasted for decades, maybe centuries, why didn't the Myers experience anything? Well, they probably didn't. But it isn't actually completely clear that they didn't. The Myers simply never reported anything, and passed away before the ranch and their names became famous. Okay, krass. But others have claimed some interesting things. Some have come forward over the years, claiming that the Myers experienced and witnessed some similar things. Mutilated cows, strange objects on their land, people who would knock on their doors and disappear, a worker who was allegedly abducted. A store clerk mentioned that Edith Myers had a few UFO stories to tell, etc. However, Garth Myers tells a different story, and sets the record straight about what happened with the Myers and why they sold the ranch in Salisbury's book, which was written about a year before Garth's death and about 4 years before Salisbury's. Some of the seemingly untrue claims about the Myers experience don't come from Hunt for the Skinwalker, but that book seems to have made some errors about them as well. The common story is that the Myers bought the ranch in the 50s and mysteriously vacated it in 1987. 7 years later, they sold the abandoned ranch to the Shermans, who, upon entering the property, found it in disrepair and found the main building seemingly heavily fortified. Garth Myers Bro, da ist zu viel. Ich schwöre, gerade gleiche Gedanke, Digga. Ich gucke jetzt einmal mit euch das Video von contested Dennis König, Digga. Das ist, also ja, wir haben jetzt die Main Story, aber ich möchte jetzt mal ein paar Facts haben. Im nordöstlichsten Teil von Utah in Amerika befindet sich einer der paranormalsten Hotspots unseres Planeten. Die sogenannte Skinwalker Ranch. Ein Farmgelände, welches sich sozusagen mitten im Nirgendwo befindet, umschlossen von Bergen, sehr vielen Wiesen und Wäldern. Es gibt keine wirkliche Straße, welche zu dieser Farm führt, sondern nur so ein inoffizieller Schotterweg. Okay. Und seit über 20 Jahren versuchen Forscher Ja, Mann, wie in der Schule, ich schwöre. was es mit dieser Farm und diesem ganzen Gelände auf sich hat. Viele sprechen von Geister und paranormalen Aktivitäten bis hin zu UFO- und Aliensichtungen. Ich werde euch heute von diesem Horrorort erzählen und gemeinsam mit euch dem Ganzen auf den Grund gehen. Und ich würde sagen, ganz bevor wir kurz. mit dem Video loslegen, geht nochmal Wer freut sich auf meine Doku nächsten Monat? in die Küche, holt euch den einen oder anderen Snack, geht vielleicht nochmal kurz aufs Klo und dann lehnt euch entspannt zurück und genießt das Video mit mir, denn wir werden jetzt über einen Ort sprechen, wo ihr niemals hingehen solltet, und zwar ist dies die Skinwalker Ranch. Ich gehe auf Klo. Alles begann im Jahr 1994, als die Familie Sherman ein Farmgrundstück im Nordosten von Utah kaufte. Der Verkäufer riet ihnen damals davon ab, dieses Grundstück zu kaufen, denn Der Verkäufer riet ihnen ab, das Grundstück zu kaufen. Das ist schon crazy. er sagte damals schon zur Familie, Sehr schön. es soll verflucht sein. Dort haben schon sehr, sehr viele Leute von Geistersichtungen und so weiter gesprochen. Er würde ihnen abraten, dieses Grundstück zu kaufen. Doch die Familie Sherman hat dieses Grundstück gebraucht, denn sie waren, ja, Farmarbeiter und hatten vor, einfach ein großes Farmgelände zu besitzen, um dann quasi Kühe anzuzüchten, Getreide, alles, was man eben in diesem Stil macht. Sie ließen sich also nicht wirklich auf dieses Gespräch ein und sagten, das ist uns egal, ob es dort spukt, das ist doch alles nur Quatsch, wir werden dorthin ziehen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, denn schon am ersten Tag
begann die reinste Hölle. Denn ihr müsst euch das so vorstellen, die Shermans hatten eben ein riesen Grundstück mit sehr, sehr vielen Farmgebäuden. Eins war eben das Gebäude, wo sie lebten, und dann hatten sie eben so eine Riesenfläche, wo sie Kühe hatten. Ganz, ganz viele Kühe. Und es war am späten Nachmittag, als der Mann der Shermans wieder auf das Gelände gehen wollte, um einfach zu schauen, ob es den Kühen gut geht, ob alles klappt, als er auf einmal in der Ferne auf den Wiesen ein extrem großes Tier sah. Dieses Tier wirkte anfangs wie ein Wolf, doch als Mr. Sherman genauer hinsah, konnte er erkennen, dass dieser Wolf eigentlich viel zu groß war. Mr. Sherman war in diesem Moment natürlich total in Panik und wusste nicht, was er tun soll. Dieses riesige, wolfartige Tier packte sich eins der Kälber und schliff es nach draußen. In diesem Moment rannte Mr. Sherman nach drinnen, holte sich eine Waffe und schoss 6 Mal auf dieses wolfsartige Wesen. Dieses riesige Tier ließ das Kalb liegen und rannte davon. Die ganze Familie machte sich dann auf den Weg, um dieses Tier zu verfolgen, denn sie wollten rausfinden, was es damit auf sich hatte und was es war. Sie folgten also dieser Fell- und Blutspur, doch irgendwann hörte diese Blutspur einfach auf. Und Mr. Sherman war eigentlich der Meinung, wir folgen einfach dieser Spur und irgendwann wird die Leiche von diesem Tier dort liegen. Doch so war es nicht. Sie kamen irgendwann an einen Fluss und dort hörte die Spur auf. Okay. Sprich, dieses Tier oder dieses Wesen, was auch immer die Farm angriff, machte sich auf einmal aus dem Staub, obwohl es 6 Kugeln gefangen hatte. Sie suchten dann das Gehege ab und dort konnten sie etwas Fell finden. Fell von diesem wolfsartigen Wesen. Sie schauten sich dieses Fell genau an und sagten, dass dieses Fell aussah, als wäre es von einem Tier, welches schon lange tot sei. Es stank und es sah aus, als wäre es 3-4 Wochen alt. Also von einem Kadaver quasi. Was sehr merkwürdig war, denn er hat ja das Tier lebend gesehen. Das geschah am ersten Tag, wo die Shermans quasi dort einzogen. Und im Laufe der Wochen passierten immer mehr merkwürdige Dinge. Unter anderem, dass auf einmal Werkzeuge verschwanden. Mr. Sherman hatte sich eine Kettensäge in dem Schuppen bereitgelegt, ging kurz nach draußen, da er etwas überprüfen musste, ging zurück in den Schuppen und die Kettensäge war nicht mehr da. Komischerweise tauchte die Kettensäge am anderen Ende des Grundstücks auf. Ebenfalls gab es einen Vorfall, dass der Sohn von Mr. Sherman Planken, also Holzplanken sammelte, diese vor die Hütte stellte und nur kurz nach drinnen ging, um etwas zu trinken. Er kam raus und die Holzplanken waren nicht mehr da. Ebenfalls passierte das mit anderen Werkzeugen, dass teilweise Werkzeuge über 5 bis 10 Meter auf Bäumen platziert waren, obwohl diese Gegenstände davor im Schuppen oder im Haus oder gar irgendwo draußen rumlagen. Okay. Was Ja, hat das es sind also alles so damit auf Sachen, sich? das sind alles so Sachen, die kannst du halt, wie willst du die nachweisen oder gucken, ob das so real so passiert ist, wie es erzählt wird, ne? Das ist halt schwierig. Dass andauernd Gegenstände verschwanden, teilweise nie wieder zurückkamen oder an ganz anderen Orten platziert waren. Doch das Ganze war alles nur der Anfang. Denn die Shermans fingen irgendwann an, das gesamte Grundstück abzusuchen und einfach mal die ganzen Ecken anzuschauen, die sie noch nicht gesehen hatten. Und im Keller fiel ihnen auf, dass eine Menge Ketten rumlagen. Ketten, Schlösser und unglaublich viele Patronenhülsen. Auch einige der Türen waren verbarrikadiert. Sprich, wer auch immer vor den Shermans auf diesem Farmgelände gelebt hat, hatte Angst vor irgendetwas und versuchte sich in dieser Hinsicht eben zu schützen. Doch die Dinge verschlechterten sich. Denn alles, was die Shermans zuvor draußen erlebt hatten, passierte auf einmal im Haus. Denn sie erzählten davon, dass wenn man im Haus war und wegschaute, sich auf einmal Gegenstände wegbewegten oder durch die Gegend flogen, runterfielen. Nicht nur das, sie hörten extrem viele Stimmen. Stimmen, die unglaublich klar klangen, es aber irgendeine Sprache war, wo die Shermans nicht erkannten. Aber wie die hörten Stimmen? Einfach in der Luft oder wie hörten sie Stimmen? Man wusste also nicht, was für eine Sprache gesprochen wird, aber sie hörten extrem viele Stimmen im Haus. Zudem fing es im Laufe der Wochen an, dass sie Tiere auf ihrem Grundstück sahen. Tiere, die viel, viel größer waren, als sie eigentlich sein sollten. Nicht nur das, sie fingen auch an, merkwürdige Lichter und Blitze auf dem Grundstück zu sehen. Teilweise auch nachts irgendwelche leuchtenden Objekte, die über dem Haus schwebten. Lichter, die aus dem Feld rauskamen. Zudem fing es an, dass die Kühe, welche die Shermans hatten, teilweise verschwanden und an ganz anderen Orten auf einmal wieder auf dem Grundstück auftauchten. Nicht nur das, eines Morgens wachte die Familie auf und sie überprüften wieder die Kühe, als sie auf einmal feststellen mussten, dass sehr, sehr viele Kühe extrem verletzt waren. Sie hatten teilweise gebrochene Beine und die Kühe sahen aus, als hätte man sie in die Luft gehoben
und aus einer bestimmten Höhe hätte fallen lassen. Wie also war das möglich? Doch nicht nur das, denn am Abend machte Mr. Sherman wieder einen Rundgang, als er auf einmal extrem viel Blut im Kuhgehege sah. Er schaute also nach und ihm fiel auf, dass einigen der Kühe Gliedmaßen fehlten. Aber nicht irgendwie abgerissen, sondern wirklich ganz Ja, ich glaube, das sind so die spannendsten Sachen, die man kennt von der Story, ne? sauber abgetrennt. Als wäre irgendjemand in der Nacht gekommen und hätte die Kühe ja mit einem Messer oder chirurgisch eben Gliedmaßen amputiert. Nicht nur das, teilweise fehlten ihre Augen und man hat wirklich gesehen, dass richtig die Augen rausgeschnitten wurden oder teilweise die Zungen abgetrennt wurden. Was hatte es also damit auf sich? Es wurde immer schlimmer. Von Tag zu Tag passierten mehr Dinge, schlimmere Dinge, wie in dem Fall mit den Kühen. Und am nächsten Morgen wurde Terry, also Mr. Sherman, von einem unglaublich lauten Schrei geweckt. Es war das Pferd, welches sie hatten. Es heute und schrie um sein Leben. Mr. Sherman rannte also nach draußen mit einem Gewehr, Ja, die Kühe weil er waren wusste, lautlos, irgendetwas stimmt wieder nicht und konnte ein riesiges Tier sehen. Es war schon so hyänenartig, welches das Pferd angriff. Als Ja, das ist so. Mr. Sherman in der Nähe des Tieres war, löste es sich anscheinend wie in Luft. Gehen wir noch mal kurz auf eure Es gab nie wirkliche Beweise dafür für diesen Angriff, außer die Kratzspuren und die zerfleischten Stellen des Pferdes. In derselben Nacht war Perry draußen, um alles abzusperren, als er auf einmal, humanoide Gestalten sah. Okay. Mehrere Gestalten, die auf dem Grundstück standen und sich langsam von ihm distanzierten. Diese humanoiden Kreaturen, welche im Dunkeln standen und sich langsam von seiner Farm distanzierten, hatten lange schwarze Haare und waren ca. 2,5 Meter groß. Dieser Vorfall nahm natürlich dann relativ schnell eine große Runde und sehr viele Leute bekamen davon Ich sag ja, natürlich mit. eben waren sie 2,18 Meter groß, jetzt sind sie 2,5 Meter groß. Also das ist nämlich das, wenn diese Geschichten weiter und weiter erzählt werden, ne, da variiert das halt sehr genüsslich. Einige sprachen davon, dass Buenos es Dias, hätte was Bigfoot geht? sein können, was sie Was auf der geht, was Farm geht? gesehen Grüß dich, haben. Johann, weiß es. Andere sagten, das waren Grüß irgendwelche dein Herz, Bro. Außerirdischen. Man wusste es einfach nicht, aber Mr. Sherman schwörte darauf, dass er nachts draußen war und auf einmal diese Gestalten sah. Es gab ebenfalls einen Vorfall bei der Familie, als sie alle am Esstisch saßen. Es war schon sehr spät und dunkel, als sie auf einmal etwas hörten, was ein Hundebesitzer nicht gerne hört. Sie hörten ihren Hund. Er jaulte und bellte extrem laut. Es hörte sich an, als hätte er extreme Schmerzen. Die Familie Digga, seit wann kann man bei mir Bildschirm-Celebration machen, ja? Ich sehe das jetzt erst, Digga. Kann ich das auch einsetzen? Krass, guck mal, wie viele Punkte ich habe. Ich sehe das jetzt erst zum ersten Mal, dass ich selber Punkte einsetzen kann für Sachen. Hä, seit wann geht das, Digga? Einfach so. Ich wusste nicht, dass das geht. Crazy. Familie war in diesem Moment so schockiert, dass sie sich nicht trauten, nach draußen zu gehen. Doch als Perry aus dem Fenster rausschaute, konnte er einen extrem hellen, leuchtenden, Ball am Himmel sehen, welcher über die Farm flog. Am nächsten Tag folgten sie den Hundespuren. Senfgesicht, vielen Dank für deinen Prime-Sub. Kurs geht raus, die KI wird sich bei dir melden, mein Bre. Und kamen zu einer Fläche, die extrem dick bewachsen war, aber von dem Hund war keine Spur mehr. Mr. Sherman war auch der Meinung, was auch immer in dieser Nacht über den Himmel geflogen ist, hatte etwas mit dem Verschwinden des Hundes zu tun. Ab diesem Punkt wusste die Familie, sie brauchen Hilfe. Also suchten sie nach professionellen Wissenschaftlern, welche der Familie half, um versuchen herauszufinden, was es damit auf sich hatte. Und relativ schnell ging das Ganze an die Presse. Und man sprach davon, dass es einfach ein unglaublich verrücktes Phänomen ist, dass auf dieser Ranch so viele paranormale Aktivitäten stattfinden, dass es schon fast täglich passierte. Das heißt, Gesicht 83, du alter Sack. Hast endlich mal die Eier in der Hose gehabt und dich mit Prime abonniert? Na siehste, ging doch. Stark. Kuss. Danke. Poltergeist-Aktivitäten, dass in dem Haus Sachen durch die Gegend flogen, sie Stimme und Schreie hörten, sei es draußen, dass Gegenstände verschwanden, Kühe, dass die ganzen Tiere verletzt wurden, dass sie merkwürdige Wesen auf der Farm rumlaufen sahen. Und das Ganze ging, wie gesagt, an die Presse. Und dann wurde jemand auf diesen Fall aufmerksam. Und zwar war das Robert Bigelow, ein US-amerikanischer Multimillionär, welcher den Sherman das ganze Grundstück abkaufte. Der Grund dafür war, dass Robert in seiner Kindheit einige paranormale Ereignisse erlebt hatte und der Sache einfach extrem auf. Digga, weißt du, was die einzige paranormale Erlebnis ist, welches ich derzeit habe, Digga? Das hört sich jetzt voll lustig an. Mein Mittelfinger wird immer heiß.
an der Stelle. Ohne Scheiß, ich weiß nicht, was das ist. Mein Mittelfinger wird einfach hier ab und zu heiß. Aber nur vom Gefühl her. Von außen ist der, glaube ich, nicht heiß, aber ich weiß nicht, was es ist. Hat das jemand schon mal gehabt? Mein Mittelfinger wird so jede Stunde mal heiß, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das ist, Bruder. Und ich habe auch nichts gefunden im Internet. Auf den Grund gehen wollte. Die Also ziehen aus kaufte er den Telefon, ja. Shermans das Grundstück ab und startete selber. Dort baute sich ein Team zusammen aus sehr, sehr vielen Wissenschaftlern und fing an, das Ganze zu untersuchen. Ist Anfang eine Allergie? Nee, glaube ich Das nicht. Ganze ging so weit, dass Wachtürme um das Grundstück gebaut wurden, überall Kameras installiert wurden, damit man wirklich, falls irgendetwas passiert, es direkt mitbekommt oder aufnimmt. Später konnten Wissenschaftler herausfinden, dass die Teufel? Hä? Skinwalker Ranch, diese ganzen Phänomene und paranormalen Aktivitäten, welche dort stattfinden, schon weit in das Jahr 1700 reichten. Denn selbst da sprach man schon von diesem Gebiet, von diesem Gelände, dass es dort irgendetwas Merkwürdiges auf sich hat. Es gab auch einige Ich habe das jetzt auch schon länger. Ich habe das wirklich schon seit, ChatGPT habe ich gefragt, gibt's nichts. Alle sagen so Nervenkrankheit, beziehungsweise das ist so eine Nervenkrankheit kann das sein, aber das müsste dafür auch taub sein und vibrieren und so, aber das habe ich nicht. Geschichte von einem Mann, welcher dort lebte und eines Tages ebenfalls diese extrem hellen Lichter sah. Er wurde von diesem Licht angestrahlt und nur wenige Zeit später ist er anscheinend an Krebs gestorben. Also ihr merkt schon, die Geschichte von dieser Skinwalker Ranch reicht Ewigkeiten in die Vergangenheit und ist bis heute noch immer präsent. Die Wissenschaftler, welche eingestellt wurden, waren dort für über 4 Jahre und in diesen 4 Jahren erlebten sie die verrücktesten und verstörendsten Dinge. Denn einer der Wissenschaftler erzählte, er war eines Nachts auf einem dieser Wachtürme und überprüfte alles, als er auf einmal 2 gelb leuchtende Augen vor sich auf einem Baum sah. Es war eine menschenartige Gestalt, er konnte nur die Umrisse erkennen, da es sehr dunkel war, aber er sah diese Augen. Und irgendeine Gestalt stand auf diesem Baum Okay, crazy. und beobachtete den Wissenschaftler. Er alarmierte natürlich direkt die Truppe und alle gingen in diesen Wald, um natürlich der Sache auf den Grund zu gehen. Doch sie fanden nichts, außer Krallenspuren an dem Baum. Man war der Meinung, dass es irgendwelche Wesen sein müssen, die halb Tier, aber auch halb Mensch seien. Denn oft fand man eben diese Kratzspuren und Krallenspuren an irgendwelchen Gegenständen oder auch an Bäumen, wo man zuvor auch menschenartige Gestalten sah. Und was auch immer auf der Skinwalker Ranch lauerte, es wusste inzwischen, dass es beobachtet wird. Also passierten die meisten Dinge eher, wenn Kameras ausgeschaltet waren oder manche der Wissenschaftler in diesem Moment nicht da waren. Ebenfalls erzählten die Wissenschaftler von einer Nacht. In dieser Nacht arbeiteten sie, als auf einmal ein extrem helles Licht am Boden erschien. Es war so ein bisschen erhöht und auf einmal kam eine humanoide Gestalt aus diesem Licht rausgelaufen. Die Forscher erzählten davon, dass man im Hintergrund dieses Lichts einen Himmel erkennen konnte, was bis heute noch so ein bisschen die Überlegung und die Theorie ist, dass es sich hierbei eventuell um ein Portal Ja, dieses Carpal-Tunnel-Syndrom kann das sein, habe ich auch schon gehandelt geguckt. hat, von welchen irgendwelche Kreaturen oder menschenartige Gestalten hin und her kommen können. Diese Gestalt kam also quasi aus diesem portalartigen Licht raus, schaute sich ein wenig Guck mal, ich sag euch was zu der Skinwalker Ranch, ja. Es gibt sehr viele Vorfälle allgemein so weltweit, die geschehen, ja. Aber die Skinwalker Ranch ist so interessant, weil einfach eine gewisse Story dort passiert ist, die auch tatsächlich im 17. Jahrhundert bzw. 1700 schon stattgefunden hat und die Ureinwohner, die dort in der Region der Skinwalker Ranch leben, die haben, das sind ja so Indianer, die haben ebenfalls davon erzählt, dass es so dämonische Wesen gibt, die da ihr Unheil treiben. Was auch interessant an dieser Skinwalker Ranch ist einfach der Fakt, dass diese Kühe einfach wie medizinische Behandlungen hatten und das mitten in der Wüste, ohne dass da irgendjemand mit Skalpell oder medizinisch irgendwas hätte machen können, ja. So, das ist das Interessante daran. Diese Flugobjekte, die dort gesehen werden, die werden ja weltweit gesehen. Es ist ja nicht nur da, dass die gesehen werden. Und es gibt tatsächlich auch Berichte von Menschen, die erzählen, dass sie von solchen Flugobjekten verfolgt wurden und dann hatten die wie so ein Blackout und in einer Hypnose konnten sich diese Menschen dann im Nachhinein daran erinnern, dass sie wohl
in irgendwelche, ja, wie soll man sagen, in eine Art Raumschiff entführt wurden und so weiter und so fort und da so Tests gemacht wurden und dann sind sie wieder in ihrem Bett wach geworden. So, jetzt sagt man, beziehungsweise es gibt so, ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt, um ehrlich zu sein, aber ich sage euch das jetzt so, wie es ist. Es gibt natürlich so Indizien dafür, dass dass die Regierungen dieser Welt, ja, unter anderem, beziehungsweise hauptsächlich die amerikanische, einen Pakt hätte mit solchen Außerirdischen. Die haben einen Deal gemacht, ihr dürft an Menschen forschen in Amerika und im Gegenzug gebt ihr uns Technologie. Weil diese Außerirdischen angeblich sollen etwas wollen was sie nicht verstehen von den Menschen. Und viele sagen, da geht es um Emotionen. Diese Außerirdischen hätten wohl keine Emotionen wie Liebe, Trauer und so weiter und so fort. Und die wollen verstehen, wie das funktioniert oder was das ist. Und die haben keine Antwort darauf und machen deswegen solche Forschungen an den Menschen. Und andererseits sagt man, die sind alle verrückt und labern Scheiße. Aber, jetzt ist das Krasse daran, es gibt halt viele Menschen, wo die Storys halt so krass sind und teilweise tatsächlich noch von anderen außenstehenden Personen bestätigt werden konnten. Beispielsweise gab es in Hollywood eine Frau, die ist aus ihrem Zimmer entführt worden, sagt sie, von so Außerirdischen angeblich. Und die erzählt die Story, wie sie durch das Fenster wie so teleportiert wurde, also ohne, dass das Fenster aufgemacht wurde. Und das Krasse war, gegenüber von dem Haus der Frau, beziehungsweise der Wohnung der Frau, war ein Hotel. Und dieses Hotel hatte so 2 Wachmänner vor der Tür. Wie nennt man die, Portier? Nee, die Autos empfangen. Hallo, willkommen, Hotel, Koffer nehmen und so. Ne? Und die sagen, wir haben das gesehen und wir dachten, das wäre irgendwie, da wird ein Film gedreht oder so. Weil hier oft Filme gedreht werden in Hollywood. Also hier werden oft irgendwo immer so kleine Sets aufgebaut und dann wird was gefilmt. Und wir haben gesehen, dass die Frau halt fliegt und wir haben gesagt, boah, guck mal, was wird denn da gemacht wieder? So, und das ist halt das Krasse. Und das noch viel Krassere daran ist, dass diese Frau sich erst erinnert hat, weißt du, wie sie sich daran erinnert hat, die dachte die ganze Zeit, das war ein Traum. So, die dachte die ganze Zeit, das war ein Traum. Und das Ding ist, die hat dann ihren Ventilator geputzt und die kann sich erinnern, als sie aus diesem Fenster rausgezogen wurde, hat die sich so versucht, an ihrem Ventilator festzuhalten. So diese drehenden Ventilatoren im Himmel, also in der Decke, ne? Und die hat den geputzt und dann guckt die da oben drüber so auf der Leiter und sieht einfach ihre Fingerabdrücke da. Und da hat die es gecheckt, warte mal, das war kein Traum, what the fuck? Das war echt, was hier passiert ist. Also ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich sein könnte, dass es noch andere Lebensformen auf der Erde gibt, ob es Besucher sind, ob es Wesen sind, die hier schon länger leben als wir oder was auch immer, ne? Dass es hier Wesen gibt, die tatsächlich Interesse am Menschen haben, weil sie irgendwas nicht verstehen. Und ich kann mir auch die Story vorstellen, dass die so Deals abgeschlossen haben mit gewissen Regierungen. Zum Beispiel, ihr gebt uns Technologie, ihr dürft dafür an manchen Menschen forschen, ohne die zu verletzen. Die müssen wieder unversehrt in ihrem Bett landen oder was auch immer. Kann ich mir vorstellen. Und deswegen ist dieses Thema Skinwalker Ranch erst so populär geworden, weil viele das immer mit diesen UFO-Kacke verknüpfen. Weißt du, wie ich meine? Weil wenn du jetzt nur die Story der Skinwalker Ranch nimmst, sagst du dir, Bruder, der Typ wollte sein Haus mit maximal Profit gewinnen, aber dann sagst du wiederum, okay, aber der hat den er es verkauft hat, gesagt, ey, das Haus ist verflucht, bla 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 bla. Was denkt ihr? Sagt ihr, das stimmt mit der Skinwalker Ranch? Da ist was dran mit UFOs, bla bla, eins in den Chat. Oder wenn ihr sagt, ey, die labern alle maximale Kacke, 2 in den Chat. Stimmt, White Smith ist der eine nicht Black? Sorry. White Smith? Kenne ich nicht. 1 und 2. Ja, ich weiß es nicht, Digga. Also ich kann mir vorstellen, dass da was dran ist. Was geht Thanos? Ich kann mir vorstellen, dass da was dran ist, aber andererseits glaube ich auch, Bruder, da wurde sehr viel dazu gedichtet. Vor allem jetzt, nachdem auch noch History Channel Interesse daran hatte und andere Sender, Fernsehsender, Dokumentation und so weiter und so fort. Nee, über Bigfoot wurde noch nie geredet. Aber Bigfoot ist für mich Schwachsinn, Bruder. Hast du Sparking Zero weitergezockt? Nee, voll vergessen, Bruder. Bei mir ist auch so, ich kaufe voll oft Spiele und zock die dann wirklich fast gar nicht. Ich bin auch dumm. Ja, welche richtige Beweise gibt es nie? Da kann man sich jetzt 2 Fragen stellen. Gibt es keine richtigen Beweise, weil die verschwinden, zerstört werden? Oder gibt es keine richtigen Beweise, weil es einfach, ja, weil es keine gibt, Digga. Auf History kommt immer über Skinwalker Ranch. Ja, ich weiß. Ich glaube es nicht, aber sehr interessant, dir zuzuhören. Das erste Mal, dass ich so lange am Schauen bin, muss öfter kommen. Ey, Thanos, gerne, Bro. Das Ding ist, heute ist auch wieder so ein Tag, wir haben jetzt eine Doku angemacht, es war nicht vorbereitet und diese Doku war echt langweilig. Die war gut, aber es war halt wirklich viel Lesen
Und auf Englisch, das ist immer so ein bisschen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, guck mal, ich mache ja eigene Dokumentation jetzt, ja. Im November kommt ja meine erste eigene Dokumentation über die Antarktis raus. Ich glaube, die Skinwalker Ranch wird auch eine Doku werden, die ich angehen werde. Aber nicht nur die Skinwalker Ranch, sondern, warte mal, Doku-Vorschläge, Skinwalker Ranch, Schrägstrich, Alien-Entführungen, Schrägstrich, Man in Black. Weil ich glaube, das sind so Themen, die harmonieren, die sich verknüpfen lassen. Wisst ihr, wie ich meine? Thanos, Bruder, du hast gerade wirklich 50 Euro gelassen? Hast du gerade wirklich 50 Euro bei mir im Chat gelassen, im Stream gelassen, Bruder? Bin ich blöd? Bruder, bin ich blöd, Digga? Verdammt nochmal, da ist doch kein F-Wohl-E-G-Text. Das ist echt zum Maledition. Was soll ich denn damit anfangen, ne? Ich sitze hier und warte auf Cool Messages. Und was krieg ich? Nix, nur Nala Zippo. Das ist ja, als wenn du mit nem heißen Arsch auf dem kalten Enden bist. Also, Digga. los, jetzt schwingt die Hufe und lass was Ordentliches sehen. Junge, halt Sonst deine fang Fresse, an ich hab zu grad meckern 50 wie Euro ein bekommen, alter ja. Ziegenbock. Nur mit coolen Messages kann ich meine Freaks hier unterhalten. Also mach mich nicht schlecht, Leute. Was für ein Bastard, Digga. Wir haben gerade 50 Euro bekommen, er beschwert sich noch. Ey, Bruder, wirklich von ganzem Herzen. Danke. Macht mal Liebe in den Chat für den Bruder. Macht mal Liebe in den Chat für den Bruder. Thanos, danke dir für 50 Euro, Bruder, ja. Du bist geisteskrank. Bro, das ist wirklich crazy. Ehrlich, wirklich, vielen lieben herzlichen Dank. Selten, es ist schon lange her, dass ich eine 50-Euro-Donation bekommen habe. Ich sag dir wirklich, das ist echt lange her. Das ist wirklich lange her, Bruder. Ich küsse dein Herz. 50-Euro-Donation, Digga, wann habe ich das letzte Mal 50 Euro bekommen? Donations sind ja sowieso so selten, weißt du? Wie viel Prozent nimmt Twitch? Tatsächlich gar nichts von den Donations. Hast du eigentlich Kontakt zu Robert Fleischer von Exo Magazin? Echt guter Kontakt? Nee, tatsächlich nicht. Kann ich mal gucken. Ey, Thanos, wirklich vielen Dank. Aber Finanzamt, ja, Finanzamt. Danke, Thanos. Wirklich korrekt von dir, Bruder. Was geht, Jumosch? Was geht ab? 50 Euro, holy. Ja, Mann, der Bruder hat Gas gegeben gerade. Bei welcher Theorie bist du jetzt 100% sicher, dass sie stimmt? Astralreisen. Bruder, was denkst du über, wie viel Geld brauche ich für eine Antarktisreise selber? 30.000 Euro um den Dreh. Ungefähr. 30.000 Euro. Ey, ich muss tatsächlich wieder die anderen Alerts einschalten. Ich glaube, was ich heute machen werde, ich werde heute meine alten Alerts anballern, Digga. Und ihr liebt die alten Alerts. Das waren selbstgesungene Lieder und was weiß ich was, Digga. Ich glaube, ihr feiert das, ne? Die baller ich wieder rein heute. Ey, Chat, wir haben heute nicht zu lange gemacht. Wir haben 2 Themen gehabt. Einmal haben wir über Area 51 geredet. Das ist auf dem Highlight-Kanal. Das hat der Lukas tatsächlich schon fertig gecuttet und hochgeladen, Digga. Das können wir auf YouTube gleich raushauen. Und wir haben heute noch die Skinwalker Ranch so ein bisschen angepfeffert, aber ich werde darüber nochmal einen Doku-Teil machen. Ihr wisst ja, ich nehm jetzt bald Dokus auf und über die Skinwalker Ranch werden wir nochmal einen Doku-Teil machen. Lukas, Jumosch, die Kamera ist schon da. Ich habe die nur noch nicht abgeholt. Die ist in der Packstation bei uns hier im Rewe. Ja, aber die Antarktis findest du eine neue verborgene Welt. Willst du mal zur Area 51 gehen und da Videos machen? Gerne und heute gestern und heute war ein guter Tag, also sei dir gegönnt. Hat er gerade nochmal... Heilige Scheiße. Ist das dein Ernst? Bruder. Du schenkst mir 50 Euro und meinst, ich soll mich darüber freuen? Lass mich dir mal was sagen, du Idiot. Mit so einem lächerlichen Betrag kannst du mich Halt deine nicht Fresse. beeindrucken. Halt Ich meine, was soll das sein? Ein Armusen? Ein deine Witz? Fresse, Das Digga. ist ja wohl das Letzte. Aber okay, du willst wissen, wie mein Tag war? Lass es mich so sagen. Gestern war ein beschissener Tag, heute ist auch ein beschissener Tag. Bitte halt deine Fresse. Ey, Thanos, ey, macht mal noch mal Liebe für den Bruder. Er ballert das zweite Mal einfach so 50 Euro raus, Digga. Ja, ich küsse doch dein Herz. Bro, wirklich. Vielen lieben herzlichen Dank. Ey, Dingens, ganz kurz. Lukas, bau das ins Video ein. Die Leute sollen sehen, dass er zweimal 50 Euro reingeballert hat in das YouTube-Video. Wirklich, vielen Dank. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich habe tatsächlich auch schon bei Leuten donated und so. Ich weiß, dass 50 Euro viel Geld sind, Bruder. Thanos, wirklich vielen lieben herzlichen Dank. Das ist sehr, sehr korrekt von dir. Wenn du jetzt nochmal 100 Euro donatest, kriegst du VIP. Nein, Spaß. Wisst ihr, dass das verboten ist, sowas zu sagen auf Twitch? Es war natürlich nur Kappa, Spaß, ne? Thanos, ich will ein Alien von dir. Bruder, ich will alles von dir. Ey, Bruder, vielen Dank, das ist wirklich krass. Ich finde, wir müssen auch mehr für die Community tun. Wir müssen mehr für die Community tun. Dieser Community-Zusammenhalt, der muss ein bisschen stärker werden. Ich bin im Moment irgendwie so live und dann hau ich wieder ab, wie so eine Abfertigung, weißt du? Und ich persönlich glaube, dass es besser ist, wenn wir einfach so ein bisschen mehr Community-Stuff machen. Wo kommt das mit Area 51? Auf welchem Kanal? Das ist auf meinem YouTube-Kanal. Guck mal, ich zeige euch das.
Ich habe 2 YouTube-Kanäle. Einmal, das ist der Hauptkanal, ja, der YouTube-Hauptkanal. Und dann haben wir einmal den YouTube-Highlight-Kanal. Und auf dem YouTube-Highlight-Kanal, also der hier, da kommt das Video mit der Area 51 rein. Da werden was heißt, ja, den müssen wir eigentlich Highlight nennen, ne? Der heißt XXMigo Live. Aber das ist ja auch live eigentlich, ne? Wobei, kack drauf, Digga. Live passt schon. Bro, ein Sub kostet in der Schweiz 7 Franken. Ist einfach zu viel. Deshalb lieber Donation. Ja, Bruder. Ich schwöre dir, 7 Franken, das ist doch schon voll unverschämt, ja? Thanos, wirklich, bist du Schweizer? Das erklärt natürlich einiges. Ich küsse dein Herz, wirklich sehr, sehr korrekt, Bruder. 100 Euro hat er rausgehauen, Digga. Das ist wirklich schon sehr krass, Bruder. Und ich danke dir da von ganzem Herzen. Bro denkt sich 7 Franken zu viel, spendet lieber 50 Euro, ja, Mann. Weißt du eigentlich, dass du einen serbischen Sänger ähnelst? Frag aber den Namen nicht, da muss ich googeln. Okay. Mach eine überteuerte Klamottenmarke, also zum Beispiel Socken für 100 Euro. Nein, Bruder.